Mein Gast heute Abend für diese Episode von The Latest Talk im Showroom von The Latest hier auf dem Kudamm in Berlin ist, drumroll please, Nikita Thompson. Und wenn ich das, was Nikita Thompson kann und schon gemacht hat, an meinen Fingern abzählen soll, dann brauche ich relativ fix Nikita Thompsons Hand. Und damit herzlich willkommen, Nikita. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin überwältigt. Ich bin so happy. Nikita, du bist nicht nur in Person da, sondern du bist auch wirklich mit Produkten da, die von dir stammen. Ein Label, das heißt Nzinga, du hast es da. Nzinga, oh mein Gott, hast du das gut ausgesprochen? Machst du das nochmal für mich? Nzinga. Geht runter wie Öl. Lass uns kurz darüber reden. Lass uns über den Namen vor allem reden. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, das ist eine ziemlich große Geschichte, die da dran gepackt ist, oder? Tatsächlich, den Namen Nzinga, der ist afrikanisch. Der kommt aus Angola, weil es war eine Königin, die eigentlich nicht kämpfen wollte, die sollte Kinder bekommen. Und die hat aber gesagt, ich möchte mein Land verteidigen, ich möchte Angola verteidigen, weil die Portugiesen sind einmarschiert. Und dann hat sie mit einer fast reinen Frauen-Warrior-Mannschaft, sage ich mal, gekämpft. Es ist verrückt, für mich ist es noch surreal, weil es fühlt sich an, als wäre es jetzt so seit 2 Wochen rausgekommen und jetzt sitze ich schon hier. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Sachen bewegen sich schnell. Tatsächlich. Wenn du innovativ sein willst, ist das Learning, ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht bin, aber ich krieg's immer wieder. Schnell sein ist der große Schlüssel irgendwie so dazu. Ja, ich wurde immer gefragt, ob ich eine Kollektion rausbringen möchte und ich fand es einfach nicht passend. Bis zu diesem Jahr, 2020, ist sehr viel passiert, auch in Deutschland so viel Bewegung, auch Black Lives Matter war mal ein Thema, es war noch nie ein Thema in Deutschland. Ja, 2020. Riesenjahr, müssen wir gleich noch mal drüber reden, aber ich glaube, was auch 2020, darauf muss man einen trinken. Wollen wir das machen? Lass uns anstoßen. Was hättest du gerne? Kann ich aussuchen? Du kannst ausrufen, was du willst. Ein Aperol Spritz. Auf die Gesundheit, auf jeden Fall. Die Gesundheit auf dich und auf The Latest. Es ist halt immerhin auch dein Startpunkt als weitere Unternehmerin. Also als ein weiteres Ding, was du dir quasi noch in den Lebenslauf schreiben kannst. So. Daran darf ich nicht denken. Wieso? Das macht mich nervös. Da habe ich jetzt noch ein Ding, verstehe ich das Ding, aber ich möchte keinen Druck haben. Und ich habe immer Druck. Deswegen sage ich einfach, okay, ein Nzinga ist da, aber sonst denke ich einfach nicht so weiter. Aber machst du dir selber Druck? Hast du so hohe Erwartungen an dich, so Ja. perfektionistisch? Okay. Absolut. Ich habe so hohe Erwartungen, weil ich weiß, sonst werde ich nicht gesehen in der Gesellschaft. Oh, okay. Ist das, also Wahrnehmung ist für dich ein Ding, dass du gerne wahrgenommen werden möchtest? Oder? Klar, als schwarze Frau werde ich nicht wahrgenommen und wenn, dann werde ich falsch wahrgenommen. Sag mal kurz, was du mit falsch, also was du die... Und zwar werde ich wahrgenommen nur als laut, wild und exotisch. Und das sind so Punkte, wo ich so denke, Mensch, das kommt ja noch aus der Zeit, wo Frauen wie ich im Zoo standen in Europa. Und ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch und ich möchte respektiert werden. Ja, und mit diesem Label auch mit deinem, also überhaupt generell offenbar mit deinem Wirken, was du in den letzten Jahren halt irgendwie aufgebaut hast, so wie du dich selber präsentierst und was du halt quasi, wogegen du arbeitest offenbar. Das Label ist ein weiterer Teil. Erzähl doch vielleicht noch kurz was zu dieser 2020-Zusammenarbeit mit der Marke, mit dem Unternehmen dahinter. Ich glaube, das war dir relativ wichtig, was die erfüllen, was die so mitbringen müssen. Absolut. Was steckte dahinter? Der Dirk Confined ist ein Sustainable Label. Das war mir sehr wichtig, weil ich einfach in den letzten 6 Jahren auf ganz andere Dinge achte. Wir wollen ja lernen. Wir wollen ja unseren Planeten retten. Und wenn dann Menschen auf mich zukommen, die noch weiter denken als ich, dann weiß ich, ich kann lernen. Und das Gefühl hat Dirk mir gegeben, dass ich lernen kann und dass er mich als Persönlichkeit so interessant findet, dass er wirklich sagt, Nikita, ich sponsor dich. Das passiert mir jetzt auch nicht so regelmäßig. Und da war ich natürlich erstmal so, oh cool, was macht der? Und dann habe ich mich erkundigt und mit ihm gequatscht. Und dann kam er wirklich auch hergeflogen nach Berlin und hat gesagt, hast du eine Idee? Ich habe gesagt, ich habe 20.000 Ideen, schon lange wollte ich was machen, aber ich habe Angst, nicht kredibil zu sein. Nzinga steht für Higher Level, aber Higher Level heißt nicht mehr Geld verdienen, mehr ist mehr, sondern zu dir selber finden. Weil genau das mache ich ja gerade selber durch. Das ist eine Art so Bewusstseinsebene, die damit erreicht wird, oder wie? Absolut. Und du machst das gerade durch, heißt seit ein paar Jahren, achtest du auf andere Dinge? Oder Ich achte auf... Denkst du anders über dich selber? Oder? Ja klar, ich achte auf Plastik. Ich möchte kein Plastik mehr verwenden und es fällt mir schwer. Nur wenn es weh tut oder wenn es stresst, merkt man sich Dinge.
Und das sind so Sachen, so slow and steady up the hill. Das haben meine Eltern mir immer beigebracht, dass es nichts bringt, wenn du schnell erfolgreich bist, sondern wenn du dir Zeit lässt, dann weißt du, was du tust. Ja. Und du kannst es besser genießen. Ja, nehme ich da mal kurz mit in diese Art Kreationsprozess. Meinetwegen auch, wie sieht so ein Logo aus? Ja. Was hast du dir für Gedanken gemacht? Hast du sowas schon mal vorher gemacht mit einer anderen Linie? Weiß ich nicht, offenbar nicht. Nein. So, was sind so Sachen, wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mir vorstellen, Nikita setzt sich abends hin, ist es super ruhig, nimmt einen Stift in die Hand oder ist das völlig anders? Komplett anders. Ja, okay, cool. Komplett anders. Das ist so stellen wir uns das vor, so Disney World. Ne? Wenn mir was einfiel, habe ich es irgendwo drauf gekritzelt. Manchmal wusste ich nicht, wo ich es drauf gekritzelt habe. Manchmal konnte ich meine eigene Schrift nicht lesen. Dann habe ich es meinen Mädels gegeben. Ich finde es ganz wichtig, dass man bei seinen Leuten bleibt, weil die sind sehr ehrlich. Ja. Die trauen sich auch zu sagen, Nikita, heute bist du super low. Wir haben eine Kolumnistin, die ist Lea Sophie Kramer, die kennst du vielleicht, so eine Ja. Unternehmerin, Ja, kenn ich. Amorelie-Gründerin. Mit, Auf die stoßen wir an. Ja, auf die stoßen wir an, Lea. Ich brauche einen Das ist Grund. für Lea, genau. Die hat was ganz Tolles für uns geschrieben, nämlich das Prinzip Vulnerable Leadership, dass eine Führungskraft nicht immer alle Antworten haben muss. Cheers erstmal. Cheers. Und dass sie Verletzlichkeit zeigen darf und dem Team auch mal sagen darf, hey, ich habe keine Ahnung, lass uns das gemeinsam erarbeiten. Oder auch einfach nur sagen, jetzt ist Stopp gerade, ich habe keinen Plan. Ich bin nur so. Echt? Das heißt, du lebst schon das, was jetzt quasi so ein bisschen als neues Prinzip entdeckt wird in der Wirtschaft. Hast du das Gefühl, dass du Lösungen finden musst, auch wenn du es in dem Moment nicht weißt? Oh, ich muss immer Lösungen finden und das kann ich dann auch. Wenn es drauf ankommt, in der Not weiß ich, was los ist. Okay. Also ich habe mich von hier unten aufgebaut. Das heißt, wenn du wenig hast, dann findest du immer eine Lösung, weil du musst. Das heißt, wenn der Druck groß genug ist, wenn der Zwang groß genug ist. Bin ich am besten. Tatsächlich. Kannst Leider. du das künstlich herstellen sozusagen? Kannst du dich in so einen Modus reinpushen? Ja, der Modus ist bei mir einfach so, der ist da, leider manchmal. Ich hätte gerne diesen Modus nicht, weil zum Beispiel gestern war ich auf einem Job, der mir sehr viel bedeutet. Und dann habe ich mir einen Abend davor gesagt, heute kannst du schlafen, Nikita. Ja. Weil ich kann immer nicht schlafen vor den Jobs, wie heute. Ja, okay. So, aber wenn du dann Jobs nach Jobs und jeden Tag, dann kannst du ja eine Woche nicht schlafen, das geht ja nicht. Ich finde es wahnsinnig, dass du seit so vielen Jahren halt in der Öffentlichkeit stehst und trotzdem sagst, hey, ich kenne dieses Gefühl der Aufregung meinetwegen. Oder, Aber wow. Echt? ja, es ist anstrengend, aber dass man das hat. Also du sagst wow und ich denke mir, Mensch, warum bin ich so? Ja. Ich wäre gerne ein bisschen lässiger. Siehst du so einen Trend da entstehen gerade? Oder ist das gerade... Nicht wissen? Ja, nicht wissen und auch sagen, das Eingestehen, dass man keine Ahnung hat. Einfach mal sagen, Nee, so, boah. ich muss sagen, der Trend geht genau in die andere Richtung. Ich finde diesen Trend erschreckend, dass wir uns nicht zuhören, dass wir andere Meinungen nicht akzeptieren, auch wenn wir eine andere Meinung sind, dass wir denken, sobald man eine andere Meinung hat, dass man nicht mehr zusammen sein kann, dass man nicht mehr befreundet sein kann. Das finde ich ganz schlimm. Wo du gerade sagst, Produkte und so weiter, Ja. und die sind perfekt. Hier sind relativ viele Sachen ausgestellt, unter anderem natürlich deine Kollektion. Die sind extrem um die Ecke gedacht und weit gedacht und in die Zukunft gedacht. So, du hast dich schon ein bisschen vorhin angeschaut. Das habe ich gesehen. Ist eigentlich, was ist das für ein Gefühl, wenn du so siehst, okay, das sind Sachen, die hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen irgendwo, so, also so eine Art Future Showroom. Ist das weird? Gibt es Hoffnung? Gib mir das Hoffnung. Also ich bin hier reingekommen und habe gedacht, Spielwiese. Ja. Also eher wie eine Spielwiese für Erwachsene. Ne? Und es ist wirklich futuristic hier. Und dann bin ich noch hier und denke mir so, okay, ihr fühlt mich, weil ihr wirklich ausgewählte Items hier habt. Du hast gerade gesagt, minimalistisch, da willst du mal hin. Was willst du noch erreichen, so ein bisschen mit Nzinga? Ja, meine Hoffnungen sind, dass der Glaube an dieses Wir, dass wir sind und nicht ich als Individuum, sondern wir, dass wir das mehr leben. Nzinga steht für Togetherness, Self-Love, Selbstliebe, weil ich habe gemerkt, ja, ich bin laut, ja, ich bin quirlig, ja, ich bin schwarz, ja, ich bin eine Frau, dass ich genug bin, dass man mehr zu sich steht. Das ist Nzinga. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und darauf stoßen wir an noch. Nikita. Herzlichen Dank, dass du da warst, Nikita. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war's vom The Latest Talk hier im The Latest Store auf dem Kudamm in Berlin. Wünschen euch einen wunderbaren Abend, hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet und dabei seid. Ciao.